Guten Tag, ich bin Andrew Lee und herzlich willkommen zu meinem Driving Power Kurs Zusammenfassung. Heute ist die Zusammenfassung von unserer ersten Einheit, wo wir über den Unterschied zwischen dem Driverschlag und Eisenschlag gesprochen haben und über die Vorbereitung für den Schlag. Aber bevor wir den Vergleich zwischen Eisenschlag und Driverschlag machen, wir fangen an mit den drei wichtigen Faktoren, wie man den Ball am weitesten schlagen kann. Die drei Faktoren sind Ballgeschwindigkeit. Höher die Ballgeschwindigkeit ist, weiter würden wir schlagen. Ballgeschwindigkeit kommt von Schlägerkopfgeschwindigkeit und wie gut wir den Ball dann treffen. Dann haben wir Abflugwinkel. Abflugwinkel kommt von Loft auf dem Schläger, aber dann auch die Eintreffwinkel. Wir möchten den Ball in ein Aufwärtsbewegen treffen. Und dann Drahl auf dem Ball, das kommt auch von, wenn wir den Ball in mehreren Aufwärtsbewegungen treffen, wir würden dann weniger Drahl haben. So, wir möchten höheren Ballgeschwindigkeit, passende Abflugwinkel und wenig Drahl. Und das ist, wie wir den Ball dann weit schlagen können. Wir haben dann über den Unterschied zwischen dem Eisenschlag und dem Driverschlag. Eisenschlag möchten wir den Ball in Abwärtsbewegungen treffen, und Driver möchten wir den Ball in ein Aufwärtsbewegen treffen. So, ich mache ein paar Bälle zuerst mit die Eisen vor. So, Eisenschlag ist eine mehr aufrechte Bewegung, so steile Bewegung. Und ich möchte dann Ball und dann Bodenkontakt haben. Ich habe da Ball, dann Bodenkontakt gehabt. So, wenn ich von Rasen spiele, ich würde dann nach dem Ball ein kleines Divot haben. Ballposition ist ziemlich mittig, länger die Eisen, dann ein bisschen weiter nach links. Wenn ich dann gut ins Ball, dann Boden, dann komme. Ich möchte mit dem Driver, ich möchte den Ball in Aufwärtsbewegen treffen. Also ich habe eine andere Haltung dann als bei dem Eisen. Wo wir anfangen ist, ich möchte, dass ich stabiler bin, weil Driving, ich möchte genau sein, aber ich möchte den Ball wie weit wie möglich schlagen. Also breiteren Stance bedeutet, dass wenn ich mehr Kraft benutze, dass ich höheren Schlägerkopfgeschwindigkeit habe, dass ich stabil bleiben kann. Ich möchte nicht so breit einen Stance haben, dass die Füße so weit auseinander sind, dass ich nicht immer noch gut drehen kann, aber ich möchte einen breiten Stance, dass ich stabil bin. Die Haltung soll auch dynamisch, dass ich bin fest hier im Boden, dass wenn jemand gegen mir dann einen Rugby-Tackle machen würde, dass ich eher dann hier fest am Boden bleiben würde. Okay, ich möchte das Gefühl haben, dass wenn er gegen mir kommt, dass ich etwas dagegen machen kann, dass ich nicht einfach nach hinten fallen würde. Dann Ballposition ist anders. Ich möchte, dass der Ball ist gespielt auf die inneren Seite von meinem linken Fuß. Und dann, ich möchte, dass ich mehr Gewicht auf die rechten Körperseite habe. Und wie ich das tue, ist, ich gehe unten mit dem rechten Schulter ein bisschen. Und als ich das mache, die linke Hüfte kommt nach vorne. Es ist nicht, wenn ich das tue, dass ich den Schläger ändere. Der Schläger ist immer noch gut ausgerichtet und so, dass die Griff ist auf die gleichen Höhe als die Schlagfläche und so ich habe den Schläger nicht nach vorne verkantet oder nach hinten. Und eher das Gefühl, hier habe ich eine verlängerte Linie von meinem linken Arm durch zu dem Schaft. Die rechte Schulter ist tiefer als die noch tiefer als die linken Hüfte ist nach vorne. Ich komme da jetzt in ein Aufwärtsbewegen. Wenn ich den Ball anspreche, ich möchte schon das Gefühl haben, dass wenn ich nach vorne schwingen würde, dass ich in Aufwärtsbewegen dann komme. So, ich möchte, dass ich besseren Vorbereitung habe, dass ich gut vorbereitet für die Bewegung bin, dass ich den Ball dann gut in Aufwärtsbewegen dann treffen kann.
Wenn ich das tue, ich habe einen guten Abflugwinkel, ich habe dann auch weniger Drall auf dem Ball, ich kann dann einen guten Schlag dann machen. So, es ist wichtig zu verstehen, die Unterschied zwischen den Schlagarten, was wir tun möchten. Und es ist dann wichtig, dass die Haltung dann ein bisschen anders ist, dass wir bereit sind, dass als ich den Ball anspreche und ich würde nach vorne schwingen, der Schläger wird schon in die Aufwärtsbewegung kommen. Es ist dann für mich wichtig, dass ich das dann auch tue in die Treffmoment, dass ich den Schläger in den Aufwärtsbewegung dann bewege. So, wenn wir das tun, wir würden dann mehr Erfolg mit unserem Driver haben. Ich hoffe, dass diese Einheit wird euch dann helfen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und bis nächstes Mal. Tschüss.